angekommen und hat gesagt, die haben jetzt einen Einsatz. Dorsa sitzt jetzt da hinten. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf S1 und es sind neue Fusionen geplant und das werden wahrscheinlich die mit Abstand spannendsten Fusionen werden, die wir jetzt bisher so rückblickend gesehen haben und erwarten werden. Aber bevor das Ganze losgeht, wollte ich noch mal einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar mein Partner Holy Energy hat eine neue Sorte von den Hydration Drinks rausgebracht, beziehungsweise zwei gleich am Stück. Und zwar einmal Cranberry und einmal eine schöne Birne, ja, und das sind halt Produkte aus der Hydration-Linie, wo halt eben der Fokus eher so für die Sportlerrichtung gedacht ist, wenn man nach einem harten Workout zum Beispiel seinen Elektrolyt- und Mineralhaushalt wieder auffüllen möchte. Also es gibt nicht nur Energies bei Holy, sondern halt auch Teesorten und halt eben auch die Hydration-Drinks und das könnt ihr natürlich sehr gerne austesten. Des Weiteren ist momentan gerade eine sehr coole Aktion. Generell nicht nur auf die Hydration Drinks, sondern falls ihr auch Energies oder so bestellt, ab einem Warenwert von 40 € bekommt ihr hier so eine Trinkflasche mit dazu. Das ist ganz cool. So eine Sportlerflasche halt, ist jetzt halt alles sportlich gehalten wegen den zwei neuen Getränken, die sie rausgebracht haben. Ab 80 € Socken und ab 120 € ein Handtuch. Natürlich könnt ihr wie immer mit dem Code DORZA 10% auf euren gesamten Einkauf sparen oder mit DORZA 5 €, je nachdem, was für euch besser geeignet ist. Und ja, checkt das auf jeden Fall ab. Ich denke mal, die Flasche für 40 €, die kann man sich sehr gerne da kostenlos mit dazu gönnen oder mehr kostenfrei. Die Aktion geht noch bis zum 2. Februar. Also auf jeden Fall dort zuschlagen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vielen lieben Dank für euren Support, wie immer natürlich. Ja. Das sind die Welten. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema hier. Das sind die Welten, die jetzt am 9.2. voraussichtlich fusioniert werden. Und das ist halt eben ziemlich spannend. Ja, also am 9.2. ist das Datum um 16 Uhr. Da finden direkt auch wieder 3 Fusionen statt. Einmal F16 hier mit den Servern S1, SK, S6 bis S16 CZ und für uns halt eben sehr interessant Fusion 17, wo halt eben die deutschen Server S1 bis S4 drin enthalten sind, wo halt die mächtigsten Spieler im ganzen Game da schlummern und tummern und darauf warten, dass deren Server gemerged wird. Das wird sehr interessant, aber auch auf anderen Servern wie Buffed, Gamona, Ingame, RTL 2 und Xchar, die sind halt fast komplett ausgestorben, aber da tummeln sich auch noch ein, zwei sehr starke Spieler, die halt wirklich auch nur noch darauf warten, mit den anderen aktiven Servern zusammen zu fusionieren, damit die endlich mal wieder ein bisschen mehr Spielspaß erleben dürfen, weil ich sage euch so wie es ist, diese ganzen Event-Server hier, die sind wirklich toter als tot, ja. Also da spielt wirklich fast keiner mehr drauf, ne? Und das ist halt sehr schade für die Leute, die da halt eben noch aktiv drauf spielen und die werden halt eben mit den absolut krankesten Servern zusammen fusioniert und das wird dann halt eben der Mega-Server F17, wo wahrscheinlich noch mehr Konkurrenz herrschen wird als auf F8, wo ja halt auch die Endgegner gegen Gods of Light kämpfen und auf Augenhöhe sich bewegen, weil die sich halt eben da 2 Mega-Gilden fusioniert haben. Und ich will gar nicht wissen, was hier auf dem Server so vor sich geht, wenn dort ein paar Gilden fusionieren sollten. Natürlich haben wir noch F18 mit S1 und S5 Tschechien, aber das soll uns nicht ganz so interessieren. Was uns halt eben sehr krass interessieren wird, ist halt eben Fusion 17 und da könnt ihr wirklich von ausgehen, da werde ich mein Augenmerk drauf richten. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade hier auf s1.de, gerade mal als Beispiel und hier sind natürlich, wir gehen mal hier in die Gilden rein, nicht unbedingt in die Ehrenhalle und hier haben wir ja alleine schon eine Konkurrenz, alleine auf s1.de mit Phoenix und Ritter der Anduril, wo halt wirklich extrem krasse Konkurrenz auf dem
ersten Server alleine schon drauf wartet, gemerged zu werden. Dann haben wir aber noch den zweiten, den dritten und den vierten ja, deutschen Server, wo halt eben auch nochmal sehr viele kranke Leute unterwegs sind mit sehr guter Konkurrenz. Und ja, Phoenix war ja davor die Gilde gewesen, die jahrelang auf Platz 1 gewesen ist, nicht ohne Grund, hat ein 644er Durchschnittslevel ohne Fusionen, ja, und hier haben wir halt eben wirklich, ja, also mehr geht nicht, ne? Wenn man sich hier die Spiele anschaut, dann sehen wir es hier halt wirklich, ja, ich habe es halt auch schon in den anderen Videos davor gesagt, die Creme de la Creme, aber hier ist halt wirklich auch nochmal Next Level, ja, und das ist nicht nur bei Phoenix so, ne, das ist auch bei den Ritter der Anduril so, ne, das sind zwei komplette Gilden, die ohne Merge von Gildenfusionen schon ein Alleinstellungsmerkmal haben, wo manche fusionierte Gilden halt nicht mal rankommen. Hier haben wir ein Durchschnittslevel von 636, Zahlendreher, und ja, hier haben wir so eine Kaliber drin wie Viper, ne, Marodeur, Sir Glatze, ne, das sind Flohhops hier, auch sehr, sehr viele kranke Accounts, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, und ja, das sind schon extrem kranke Beispiele für das, was uns da erwarten könnte auf F17. Ne? Es ist natürlich es bleibt erstmal abzuwarten hier. Ja, auch Ritter der Anduril hat ein Maskottchen, so wie die Endgegner ein Maskottchen haben. Hier ist der Tuny drin, ja, in der anderen Gilde. Meine Endgegner ist der Mo, hier ist der Tuny. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja, jede Gilde braucht ihr Maskottchen. Ne? Hier ist es, wie gesagt, halt eben sehr interessant, was passieren wird. Meine persönliche Meinung, ich glaube nicht daran, dass extrem kranke Fusionen zwischen Phoenix und Ritter der Anduril stattfinden wird. Auch nicht auf anderen Servern, obwohl es auf anderen Servern etwas wahrscheinlicher ist. Ich glaube, F17 wird der erste Server, wo eine sehr gesunde Konkurrenz herrschen wird, denn auf anderen Servern, wo sich jeweils kranke Megagilden gegründet haben, die sind meistens immer so stark, dass, ja, weil so viele, ja, die stärksten Spieler aus verschiedenen Servern zu einer Gilde fusionieren, und die sind dann so stark, dass dann der restliche Server, wo die Leute nicht fusioniert haben, einfach, ja, abgeschnitten ist von der Konkurrenz, was natürlich auch wiederum ein bisschen schade ist für die Dynamik auf dem eigenen lokalen Server. Und das wird auf F17 wahrscheinlich nicht passieren, ja. Aber das ist nun mal so, ne? Gilden kommen, Gilden gehen, Gilden fusionieren sich, ne? Gilden zerbrechen, es werden neue Gilden gegründet, so, das ist der Lauf der Dinge, ne? Und ja, das kann halt jeder so selbst sehen, wie er möchte. Ich kann auf jeden Fall Kritik verstehen, aber ich kann halt auch eben die Leute verstehen, und die Leute kann ich mehr verstehen, die den ganzen Fusionssachen auf jeden Fall was Positives abgewinnen können. Klar, es sind natürlich auch Gilden zerbrochen, die schon jahrelang am Start gewesen sind, aber dadurch halt eben auch neue Gilden erschaffen worden, und es gehören halt immer mehrere Leute zu so einer Entscheidung. Einmal die Leute, die wechseln wollen, und einmal die sich fusionieren wollen, und die Leute, die halt auch eben die Entscheidung treffen, okay, ich verlasse jetzt hier meine Gilde, in der ich jahrelang drin gewesen bin. Natürlich, das Ganze passiert halt nicht nur einfach so, sondern es wird im Vorhinein halt auch eben sehr viel abgesprochen miteinander. Man hat es auf unserem Server auf F9 gesehen, dass halt viele Leute im Vorhinein, schon bevor der Server-Merge überhaupt stattgefunden hat, sich miteinander connected haben, serverübergreifend, und halt eben geplant haben vorab schon, was halt eben auf dem Server passiert. Und natürlich hat jede so eine, ja, man kann sagen, es ist wie so ein bisschen so ein Sternsystem, so ein bisschen, ne? Jeder Planet hat sein Exoplanet, sag ich mal, ne? Also jede Megagilde hat so seine Wing-Gilde bzw. Partner-Gilde, weil ihr müsst ja verstehen, wenn eine kranke, ich lasse mal irgendwas hier nebenbei laufen im Hintergrund einfach so, ne? Wenn eine kranke Gilde gegründet wird, eine Mega-Gilde, dann passiert das ja aus erstmal zwei Untergilden. So. Und dann ist es natürlich so, dass aus den zwei Untergilden jeweils Leute abgezogen werden und in diese Megagilde gepackt werden. So, dadurch sind diese zwei Untergilden natürlich erstmal ein bisschen geschädigt, weil dort natürlich ein bisschen die Kraft rausgenommen worden ist. Aber mit Absprache von den Megagilden kann man es halt so veranlassen mit den jeweiligen Gildenleitern der Untergilden, dass halt eben diese beiden Untergilden zu einer
ja, etwas, ja, zu einer zweiten Gilde, sag ich mal, zweiter Main-Gilde fusionieren, damit halt eben alle Spieler auch noch mitgenommen werden aus den 2 Untergilden. Und halt eben, ja, so garantiert ist, dass die Spieler, die es halt nicht vielleicht in die Mega-Gilde geschafft haben, trotzdem nicht auf der Strecke liegen bleiben und trotzdem noch weiter, ja, ihren Spaß am Spiel haben dürfen und halt trotzdem, ja, ein Win-Win für alle ist, weil sie ja nach wie vor in einer sehr starken, beziehungsweise im Nachhinein vielleicht sogar noch stärkeren Gilde gemerged worden sind, auch wenn es nicht die oberste krasse Gilde ist, sondern es hat sich eben eine zweite und eine dritte und vielleicht auch eine vierte, wenn mehrere Partnergilden noch am Start sind, gegründet. Und das ist halt eben das Schöne. Also es muss halt alles mit Absprache passieren, ja. Ein ganz großer Punkt, warum ich auch nicht glaube, dass das Ganze nicht passieren wird, ist halt eben, ja, ich hatte hier schon ein bisschen gelesen gehabt, und zwar der gute Viper, ja, der hatte schon ein Statement veröffentlicht von den Ritter des Anduril: Wir bleiben größtenteils unverändert, scheiß auf Wettrüsten, der Zusammenhalt hat gesiegt. Und ja, das finde ich halt ganz schön auf jeden Fall. Also hier hat sich schon, hier wurde schon ein Statement geäußert von den Rittern hier, ne, was halt wirklich, ja, also, ne, ist halt absolut krasse Gilde so. Also hier wurde schon vom Viper kommuniziert, dass hier keine großartigen Mega-Merges stattfinden zwischen, ja, verschiedenen Gilden so, ne, und dann hatten wir noch einen Kommentar, den hatte ich mir auch noch gescreenshottet. Genauso wie Viper haben wir auch gedacht, durch die geplante Fusion ist der ganze Server im oberen Bereich etwas zusammengerückt, was vorher undenkbar war. Konnte auch keiner ahnen, dass wir ausgerechnet mit S1 zusammengelegt werden. Dazu spielen bereits einzelne von uns bei Phoenix. Es ist meiner Meinung nach auch kein wirklicher Wettbewerb mehr vorhanden, wenn sich die Besten in einer Gilde, in einer Supergilde zusammenschließen. Ja, das ist halt eben das Ähnliche, oder so ähnlich hatte ich das auch formuliert gehabt, und kommt hier von Epicos, der auf S4.de spielt, der ja auch mit, ja, von S1 bis S4 gemerged wird, und der spielt halt im Weißen Rat, wo halt auch sehr viele kranke Spieler am Start sind. Da ist unter anderem auch Dr. Darm, der momentan höchste Spieler der Welt vom Level her, und deswegen, ja, und auch noch sehr viele weitere, aber man hat ja nicht immer alles im Kopf, sag ich mal so. Ne? Nur mal um eine Gilde zu nennen, auf noch einem weiteren Server, und dann ist noch S2, S3, ne, dazwischen, wo ich halt jetzt nicht alle Top-Leute da im Gedächtnis habe, ne? Aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Guck mal, zum Beispiel hier haben wir den Derafin, der auf S3 zum Beispiel auch spielt, ne? In auch einer sehr, sehr, sehr starken Gilde, und deswegen, es bleibt abzuwarten, ne? Vielleicht, das habe ich mir auch schon so gedacht, vielleicht ist ja auch die Aussage vom guten Viper hier einfach nur ein Bluff, ja, und da passiert im Hintergrund gerade die übelst krasse ja, Fusionsarbeit mit anderen Gilden von anderen Servern, und das wird dann die nächste große Mega-Gilde, die dann nochmal alles in den Schatten stellt. Kann ja auch sein, ne? Kann ja sein, ist vielleicht nur so ein bisschen falsches Spiel, was hier getrieben wird, um ein bisschen, ne, die Leute im, ja, in Sicherheit zu wiegen, aber ich gehe mal von aus, er wird das schon so meinen, wie er es schreibt, ne? Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ist halt, haben wir halt ähnliche Probleme wie auf den anderen Servern halt eben auch, obwohl ich sagen muss, wenn hier sich noch eine weitere Gilde zusammentut, und man muss ja auch gerade sagen, die ersten 4 Server, die haben halt eben auch das meiste Potenzial, nochmals eine Gilde zu gründen, die wirklich nochmal alles, was bisher gewesen ist, nochmal in den Schatten stellt und ja, den Leuten zeigt, wo der Hammer hängt, so, ne? Würde ich auf jeden Fall auch sehr feiern, ne? Und man kann es ja auch wirklich so machen, dass man wirklich sagt, okay, wir wettrüsten jetzt doch und fusionieren alles zusammen, und man hat dann halt eben, wie ich halt gesagt hatte, ne, diese Mega-Gilde, ne, den Planeten, und dann noch vielleicht noch einen, ja, einen Begleitplaneten, sag ich mal, der dann halt noch, ja, auch durch diese 2 Gilden fusioniert und halt eben nochmal eine Konkurrenzgilde darstellt auf dem eigenen lokalen Server, und ja, so rückt das Feld halt eben gildentechnisch auch noch weiter zusammen, ne? Ja, aber es bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, sehr gehypt, was das Ganze wird. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Server gemerged werden. Ich halte euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden weiterhin.
Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung mal dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, was ihr vermutet, was ihr glaubt, was wird passieren. Und ja, ich gehe von aus, die ganz großen Namen werden nicht fusionieren, so Phoenix und Ritter der Android. Ich glaube nicht daran, dass die irgendwie großartig fusionieren. Es könnte sein, dass eventuell 1, 2 Leute ausgetauscht werden oder so. Das denke ich mal schon. Der Durchschnitt, der Level-Durchschnitt wird, denke ich mal, ein bisschen steigen. Da gehe ich von aus. Aber es werden jetzt keine absoluten Fusionen stattfinden. Was auf den anderen Servern passiert, das weiß ich nicht. Da könnte sein, dass sich vielleicht neue Konkurrenz bildet. Die dann, ja, wo dann eventuell die beiden Gilden hier, falls sie nicht weiter fusionieren, dann auf Platz 2 und Platz 3 landen oder vielleicht auf Platz 4, wenn noch mehr von anderen, von S2, 3, 4 noch sich zusammentun, ne? Weil dann, wenn das passiert, dann wird auch definitiv ein bisschen Action herrschen und ja, es brauchen ja nur 2 weitere Mega-Gilden sein, dann haben wir hier schon 4 Leute, die halt, oder 4 Gilden, die halt um Platz 1, 2 und 3 im Elevator kämpfen. Und wenn eine von den Gilden nicht auf Platz 1 bis 3 ist, dann geht schon sehr viel flöten in den Elevator-Belohnungen und spätestens da könnte es vielleicht dann doch nochmal interessant werden und vielleicht nochmal ein Umdenken stattfinden, aber wir werden sehen, was passiert. Alles klar, Leute, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.